ける鼓動明かし友の声にじんだ痛みと今生き抜く意味を交わしながらお前の意志が夜明けを導くまばゆいほどの気高さで光さす我が灼熱の空へ魂がぶつかり合うため地へ悲しみに塗られた未来を救うLike a burning star 燃やせ Like a burning star 炎を先風を立ちその先へ恐れずに何もためらわず進め流れのEpisode 11 Neue Welt. Genug geredet. Sie wollen also ein Duell? Ein faires 1 gegen 1? En garde! Verdammt, fühle ich mich nutzlos. Wir müssen Würm doch irgendwie helfen können. Ich denke, wir wären ihm leider nur im Weg. Aber er schlägt sich ziemlich gut. Vielleicht braucht er unsere Hilfe gar nicht. So beeindruckend die Fähigkeiten seiner Amtsinsignie auch sind, hat Basher eine große Schwäche. Was? Eine große Schwäche? Basher scheint im Normalfall nicht selbst angreifen zu können. Würms Amtsinsignie scheint von rein defensiver Natur zu sein. Basher kann nur in die Offensive gehen, wenn er sich selbst im Nahkampf befindet. Ich glaube, die beiden werden das nicht ewig durchhalten können. Wenn doch wenigstens Würm selbst eine Waffe hätte. Egal wie viele weiße Pfeile ich auf dieses Auslaufmodell feuere, ich komme nicht durch. Es wird wohl Zeit für meinen ultimativen Angriff. Was ist denn das? Ein Katana? Was? Das gehörte doch Raiden. Basher hat das Schwert also in einem Stück gefressen. Basher scheint das Katana verstärkt zu haben. Guter Junge. Jetzt kann dieses Katana mit einer Amtsinsignie wie Excalibur mithalten und wird nicht sofort zerstört. Würm, seien Sie bitte vorsichtig. Ferdinand ist nicht er selbst. Keine Sorge, Luise. Mein Ziel ist Metropoliman. Für die neue Welt, nach der ich strebe, werde ich dich zu Staub pulverisieren, Würm. Los, Ferdinand! Sorgt dafür, dass ich nicht gestört werde! Wie ihr wünscht, Eure Exzellenz! Lass Meister Polyman in Ruhe!
vielleicht euer letztes Gebet. Hiermit fliege ich euch vom Antlitz der Welt. Oh nein! Meine weißen Pfeile! Sie fliegen direkt auf mich zu! Scheiße! Scheiße! Würm, Ferdinand, alles in Ordnung? Alles okay. Mir ist nur, als hätte ich einen unglaublich langen Traum gehabt. Ferdinand, du bist wieder bei Sinn. Das heißt wohl, dass Metropoliman ausgeschieden ist. Oh, was duftet denn hier so geil? Ah, welch glückliches Schicksal! Welch Abenteuer! Na, Mademoiselle Louise, schon Bock? Der Wurm ist wieder da! Ja! Oh nein! Sie waren doch solch ein Gentleman. Und jetzt sind sie wieder diese eklige alte Lustmolch? Oh, wo kommt denn auf einmal wieder dieser eklige, stinkende Pulli her? Wo haben Sie denn Ihren Anzug gelassen? Würm, ich dachte, Sie haben den Ekel hinter sich gelassen. Würm? Ich bin nicht Würm, ich bin der Wurm. Jetzt verstehe ich es. Oh, Sie wissen nicht, wovon ich spreche? Nun, warten Sie einen Augenblick. Basher hat in dem Moment, als er Metropolimans roten Pfeil zum ersten Mal aufgesaugt hat, dazu noch all den Ekel vom Wurm in sich aufgenommen. Oh, entschuldigen Sie meine Unprofessionalität. Eigentlich wollte die Regie nicht, dass ich hier meinen Senf dazugebe, aber es ist mir persönlich von allerhöchster Wichtigkeit, jegliche Verwirrung bei Ihnen zu unterbinden. Deswegen also mussten Sie nun bei meiner spontanen Erklärung mit einem Live-Kommentar Vorlieb nehmen. Auch in der vorherigen Episode musste ich notgedrungen davon Gebrauch machen. Ist es Ihnen aufgefallen? Ah, das Video hat geladen. Wo waren wir? Ah ja, Basher nahm also all den Ekel des Wurms in sich auf und jetzt, da er zerstört wurde, ist der Wurm wieder so eklig wie eh und je. Das erinnert mich an meine Jugend. Damals... Hey, du bist überhaupt nicht befugt, das Video zu unterbrechen. Mach die Tür auf, sonst melde ich dich beim Boss. Oh, es scheint, als ob unsere kostbare Zeit miteinander zu Ende geht. Ich muss mich eben um diese Angelegenheit kümmern. Ich hoffe, dass Sie so bald wie möglich wieder das Vergnügen haben werden, meinen Worten zu lauschen. Wie bitte? Sie wollen weiterschauen? Ich gehe Ihnen auf den Sack? Nun, glücklicherweise liegt diese Entscheidung nicht bei Ihnen. Ich melde mich zu Wort, wann immer ich es für nötig halte. Das Leben ist wahrlich ungerecht. Finden Sie nicht auch? Oh ja. Aber das sind doch... Nein! Basher sind rein! Basher, nein! Du warst so ein lieber Racker! Warum ist da noch ein Skelett?
Sind das menschliche Knochen? Das ist wohl, was von diesem Instructor Rue übrig geblieben ist, nachdem Basher ihn gefressen hat. Das ist doch Metropoliman. Ich bin noch am Leben. Ich mach euch noch alle kalt. Wo ist mein Bogen? Unmöglich. Ich gehöre zur Elite. Das Wort verlieren ist nicht Teil meines Wortschatzes. Metropoliman, das ist alles deine Schuld. Hat der Wurm gerade jemanden geduzt? Den schnapp ich mir. Komm mir nicht zu nahe. Metropoliman hat meine Ehre beschmutzt und mich kontrolliert. Dem zeige ich's. Nach all seinen Kommentaren habe ich die Schnauze voll. Hey Luise, warte! Versuch gar nicht erst, mich aufzuhalten. Das hatte ich nicht vor. Hier, nimm diesen. Hör zu! Ich mach das nur für meine Familie. Ich will meine Schwester rächen, die ich aus Versehen umgebracht habe. Es ist die Schuld der Armen, dass es dazu kommen musste. Daran sieht man mal wieder, dass unadelige Windbeutel wie du niemals den Einfluss des Adels haben dürfen. Ich muss nicht Präsident werden. Von mir aus mach du es, Ferdinand. Was sagst du? Ich gebe euch Geld. So viel ihr wollt. Nennt eine Summe. 1 Milliarde. 10 Milliarden. Ich gebe euch alles, was ich auftreiben kann. Was du uns schuldest, kann nicht mit Geld zurückgezahlt werden. Kätzchen. Ich werde dich heiraten. Was sagst du, hä? Ich werde dir jeden Wunsch erfüllen. Ich verspreche dir ein glückliches Leben. Wie klingt das? Den Scheiß mache ich kein zweites Mal durch. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Einfach alles. Meine Güte, da habt ihr euch ja ganz schön ausgetobt. Ich garantiere euch, dass Metropoliman eine angemessene Strafe bekommt. Hast du etwa vor, mit all deinen Verletzungen noch als Polizist weiterzumachen? Ich werde dafür sorgen, dass die Phantom Troop und die Überbleibsel der anderen Biker-Gangs im Kittchen landen. Das bin ich Johnny schuldig. Wenn ich das geschafft habe, setze ich mich zur Ruhe und überlasse die Zukunft der nächsten Generation. Allen voran meiner Tochter. Deine Tochter? Ja, sie arbeitet auch bei der Polizei. Und wenn sie aus Amerika zurückkommt, wird sie vielen Menschen Hoffnung schenken. Da bin ich mir sicher. Mit dem Ausscheiden der anderen ist Ferdinand wohl der einzige Amtsanwärter, der noch übrig ist. Herzlichen Glückwunsch, Ferdinand. Du wirst der neue Präsident sein. Alles klar, damit wären wir wohl fertig hier. Ferdinand, bitte nutze das Amt für eine bessere Welt. Es war eigentlich dazu gedacht, um unsere Beziehung zu reparieren und zur besten der ganzen Welt zu machen. Aber Ich glaube, das wird nicht mehr nötig sein. Oder, Ferdinand? Diese Jugend von heute. Ich würde vorschlagen, dass wir uns morgen noch einmal treffen, um einen Schlussstrich unter diese ganze Präsidentenwahl zu ziehen. Alles klar.
Oh, verdammt! Ich brauche die Papiere von Walter unbedingt. Nur so kann ich der Mademoiselle klar machen, dass ich ja auch ein Amt habe. Ich muss sie doch noch knacken! Hey, Ludwig. Leg bei Gericht ein gutes Wort für mich ein, ja? Ich kann dir auch so viel Geld geben, wie du willst. Verstehst du, was ich meine? Kannst du das? Ja? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich muss das Amt einfach bekommen. Für die Knackung der Mademoiselle ist es unabdingbar. Zum Glück ist das Gehör von Walter nicht mehr das Jüngste. Oh. Na dann, Babyface, knack los. Schreiten wir zur Tat. Das Schloss wurde aufgeknackt. Das ist also das berüchtigte Präsidentenamt. Ich werde damit bei der Mademoiselle Louise flexen können wie noch nie zuvor. Bevor ich der Mademoiselle meinen neuen Status allerdings direkt unter die Nase reibe, sollte ich hier einen Vorgeschmack meiner Absichten schon mal in Form eines Briefes überbringen. Nun habe ich die Knackung der Mademoiselle schon so gut wie in der Tasche. Oh, nur der Wind. Ah, Herr von Walter, wie schön Sie zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Wie ich mitbekommen habe, wolltet ihr euch heute alle noch einmal treffen. Ich würde aber noch einmal ganz gerne mit dir, Ferdinand, unter 4 Augen über deine zukünftigen Verantwortungen als Präsident reden. Kein Problem. Bonjour, Sie Hammerteil. Ein entfernter Teil meiner selbst dachte, er könne nie wieder das stürmische Antlitz der Made begeiern. Aber da haben wir wohl noch mal Glück gehabt. Als mein jüngster Brief an Sie auf eisige Ignoranz stieß, dachte ich beinahe, Sie hätten kein Interesse an unserem Tanz der Leidenschaft. Und in diesen düsteren Zeiten dachte ich, ich müsste den Paartanz für immer aufgeben und mich ins Solo-Abenteuer stürzen. Dieser Brief? Er sollte als Beweisstück dienen, aber die Herren der Polizei schienen sich wenig dafür zu scheren. Es sei wohl nett, dass ich jemanden habe, der an mich denkt. Ha, dass ich nicht lache. Doch dass wir uns nun hier begegnen, kann doch kein Zufall sein. Ein solches Verlangen verspürte ich zuletzt, als ich im Jahre 1866 unter anderem die Mademoiselle Catherine etwas unsittlich berührte. Von meiner Liebe überwältigt, rief sie sofort die Gendarmerie, die mich auch sicherlich einige Jahre hätten einbuchten können, hätte ich nicht die Gewogenheit des Präsidenten auf meiner Seite gewusst. Heißt das, Sie sind Wiederholungstäter mit dem Schutz einer staatlichen Institution vor den rechtlichen Konsequenzen? Das wird dem Gericht gefallen. Einer wie Sie.
Hoppla, aber Sie vergessen, ich bin nun in Besitz des Amts, womit ich deutlich über dem Recht stehe. Schauen's? Das Amt steht doch Ferdinand zu. Und Sie haben es von Walter einfach geklaut? Manipulation der Präsidentenwahl kommt also auch noch obendrauf. Wurm, Sie sind echt das Letzte. Ich habe ja somit auch ein Amt. Der Präsident ist mir gewogen. An Empfehlungen soll es nicht liegen, ne? Aber meine Absichten für Sie sind ehrenwert und ehrlich. Ich halte Sie für absolut verkommen. Ich werde mein Bestes dafür geben, dass ein längst Überbetagter wie Sie nicht mehr länger die neue Generation in Angst und Schrecken versetzt. Wir sehen uns vor Gericht. Ich zeige dir soeben die Dokumente des Präsidentenamts. Dort kannst du einmal unterschreiben. Du erhältst die Position des Präsidenten dann, wenn ich das Zeitliche segne. Nanu, wo ist das Amt hin? Es ist weg! Was? Gestern war es noch hier. Es muss gestohlen worden sein. Aber ohne ihren Segen kann man damit doch gar nichts anfangen, oder? Korrekt. Oh, Mademoiselle, jetzt schauen sich uns zwei Geilen mal an. Endlich haben wir zusammengefunden, wie ich es immer verdient habe. Meine Trophäe, die mir mein Amt erst richtig vergütet. Entschuldigen Sie, in stürmischen Momenten so bürokratisch klingen zu müssen, aber von Bord. Was geht denn da ab? Das ist doch... Ich schau mal nach. Hey, warte! Oh, hallo Ludwig. Walter ist übrigens auch schon vor Ort. Ich habe soeben mit ihm das Wort gewechselt. Aber wer ist dein Begleiter? Hey, wir sind gerade erst angekommen. Das ist Goodwin, mein neuer Partner. Hast du auch den Lärm aus Luises Zimmer gehört? Ja, das ist doch wieder der Wurm. Dieser Mistkerl versucht wohl abermals Luise aufzugabeln. Gehen wir. Ein super geiler Wurm zu sein. Die geile Schluss jetzt! Mir reicht's! Ich zeige dich an! Da sieht man mal wieder den Adelsstand. Belästigt er dich etwa wieder? Das kann man ja unschwer erkennen. Wurm, du warst zwar eine große Hilfe in der Präsidentenwahl, allerdings kann ich all diese Belästigungen nicht mehr dulden. Ludwig, bitte nimm ihn mit aufs Revier. Er hat sogar bereits gestanden, auch andere junge Frauen belästigt zu haben. Und falls ihr mir nicht glaubt, das wurde alles auf Video aufgezeichnet. Sehen Sie diese Kamera da? Da ist alles mitgeschnitten. Oh, das ist doch... Luise? Kannst du mich etwa wahrnehmen? Hallo? Hörst du mich? Bitte, ich möchte nicht länger nur ein Erzähler sein. Da ist alles bestens dokumentiert. War die schon immer da? Das war's dann wohl, du alter Sack. Also gut. Goodwin, legen Sie dem Herrn Handschellen an. Verstanden, Inspektor. Kommen Sie. Nein. Lassen's meinerseits los. Ich habe ein Amt. Der Präsident ist mir gewogen. Walter, retten Sie mich! Die Pläne zur Knackung der Mademoiselle gingen daneben. Ich habe langsam genug davon. Ich war so beeindruckt, als sie während der Präsidentenwahl zu diesem Gentleman wurden. Aber jetzt sind sie wieder so eklig. Oh ja, danke. Aber ich will nicht im Knast landen. Ich habe meine beste Zeit doch noch vor mir. Ich habe genug davon, sie zu babysitten. Außerdem wurde gerade mein Präsidentenamt gestohlen. Das hat für mich jetzt oberste Priorität. Walter, ich war es. Ich habe die Dokumente Ihres Präsidentenamts gestohlen. Holen Sie mich aus dem Knast, dann zeige ich Ihnen, wo Sie sind. Sie waren das? Oh, Wurm! Da hängen fast all meine Finanzen dran. Ich darf meine Haupteinnahmequelle nicht so leicht verlieren. Los jetzt. Walter, retten Sie mich! Mann, der Wurm ist ja echt frech. Welch überraschende Wendung zum Ende dieser Staffel nach all dem, was passiert ist. Die Präsidentenwahl war ein wirklich episches Gefecht. Aber wenn Sie meine Meinung interessiert, der Wurm hat es verdient, in den Knast zu kommen. All diese Knackungsversuche und er begreift nicht, dass er abgelehnt wurde. Tja, nun muss er wohl mit den Konsequenzen klarkommen.
Er hatte ja schon gute Fortschritte als reformierter Würmsekretarius gemacht. Ob er jemals wieder zu seinem inneren Gentleman zurückfinden wird? Ich für meinen Teil hoffe es sehr. Walter wird nun alles daran setzen, sein Amt wiederzuerlangen. Und der Wurm muss sich wohl oder übel in einem Gefängnis durchschlagen, in dem der Ursprung der Biker-Gangs, die gefürchtete Boss GmbH, ihr Unwesen treibt. Walter, Wurm, unsere beiden Helden, werden sich dort jedenfalls wieder gegenüberstehen. So viel kann ich jetzt schon verraten. Hast du die Stimme, die dir sagt? Into the light, I give up and close my eyes. Out of the dark, hast du die Stimme, die dir sagt? Into the light, I give up and you waste your tears. To the night, to the night, to the night. Die Reichen, die Armen, Hässlichkeit. Ludwig zwang mich, all mein Geld an Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Nur damit ich ab und zu mal Frischluft schnuppern kann. Morgen geht's wieder zurück in den Knast. Oh nein, ich fühle mich so dreckig. Ich brauch dringend mein Geld wieder. Na dann fang doch mal bei uns an. Manuel? Lars? Michael? Ihr habt also auch Freigang? Konstantin aus der 7. Was sagt man dazu? Dann führe ich euch Frischfleisch aus der 6. Mal ein und zeige euch, wie das einer aus der 5. macht. Wir steigen doch sowieso bald über den hinaus. Ja, dann mal los! Nein, bitte nicht! Meine Knochenbrüche sind gerade erst geheilt! Wir begrüßen dich nur ein wenig in unserer liebsten Bossgesellschaft. Vielleicht findest du ja im Boss GmbH Media Team ein paar Freunde. Ich kann mich gar nicht zurückhalten. Ja. Oh.